Seit ich letzte Woche sogar bei der Heute-Show das Thema Bitcoin gesehen habe, ist mir klar, Bitcoin ist schon lange im Mainstream angekommen. Doch mir scheint, dass von der Technik nicht wirklich viele was verstehen. Wie sicher ist also Bitcoin? Nicht als Anlage, sondern gegen Hacker. Kann man vielleicht Bitcoin hacken? Das wollen wir heute klären. Hacken im klassischen Sinne, also anderen ihre Bitcoins zu stehlen, dazu müssen wir erstmal eines verstehen. Es gibt keine Bitcoins. Wenn man für das Netzwerk rechnet, also Mining betreibt, dann bekommt man Münzen geschenkt, Bitcoins geschenkt. Also einfach so, indem man nämlich einfach Zahlen an irgendeine kryptografische Adresse schickt und damit hat man schon die Bitcoins. Überweisungen sind einfach nur Zahlen, die für alle sichtbar von Person A an Person B geschickt werden. Diese Personen sind allerdings natürlich nicht mit ihrem echten Namen bekannt, sondern eigentlich nur über ihre Adressen. Geil! Das heißt, ich kann diese Adressen hacken, oder? Jein, es gibt zwei Arten, diese Adressen direkt zu hacken und die schauen wir uns mal an. Erstens, man bekommt aus dieser Adresse einfach wieder ihren privaten Schlüssel raus. Das heißt quasi der Schlüssel, um die Adresse, um den Wohnort von mir aus aufzuschließen. Mit diesem privaten Schlüssel beweist man, dass man diese Adresse kontrollieren kann. Das heißt, man kann über diese Bitcoins dann auch verfügen, also sie ausgeben, verkaufen zum Beispiel. Da es also keinen wirklichen Besitz von Adressen gibt, sondern eben nur diese Kenntnis dieses privaten kryptografischen Schlüssels, könnten wir versuchen, diesen zu hacken. Kryptographie wollen wir dann also brechen und das geht nur mit einem Verfahren wirklich effizient, zumindest ist aktuell kein anderes bekannt. Und zwar alles ausprobieren. Das kann tatsächlich jeder machen und ist auch möglich. Allerdings nehmen wir an, ich bin Elon Musk und kaufe mir den stärksten aller Supercomputer, den Fugaku Supercomputer, der ca. 1 Milliarde Dollar kostet, also durchaus im Budget von Elon Musk liegt. Dieser hat eine Rechenleistung von 442 Billiarden, deutschen Billiarden übrigens, Berechnungen pro Sekunde. Damit bräuchte ich, also der Supercomputer um genau zu sein, im Durchschnitt 10 hoch 14 Jahre. Das ist eine 1 mit 14 Nullen. Das ist mir dann doch ein bisschen zu lange. Selbst mit einem Quantenrechner könnte man dieses Problem vermutlich nicht viel schneller lösen, denn der ECC-Algorithmus, der eingesetzt wird für die Kryptographie bei Bitcoin, ist also auch eigentlich sicher dagegen. Zumindest nach dem aktuellen Stand der Forschung kann sich immer noch was ändern. Wir kennen Quantencomputer noch nicht so gut. Doch was wäre, wenn ich nicht diese eine spezielle Bitcoin-Adresse hacken möchte, sondern wenn mir egal ist, in welche ich eigentlich einbreche, sprich irgendein Bitcoin-Nutzer? Hier wird es interessant, denn das wurde tatsächlich schon mal probiert und Adressen werden nach dem Zufallsprinzip erstellt. Das heißt, man hat eigentlich nur eine gewisse Möglichkeit an Adressen, die es überhaupt gibt. Und jeder kann sich jede Adresse generieren, rein hypothetisch, die es überhaupt nur gibt. Das heißt auch, jede Adresse kann mehrfach generiert werden. Und das heißt für mich, wenn wir eine Adresse generieren, die jemand anders besitzt, boom, haben wir Zugriff auf seine oder ihre Coins. Und damit haben wir natürlich sein Wallet oder ihren Wallet gehackt. Okay, wie machen wir das? Ich habe dazu mal ein Python-Skript geschrieben, um das einfach mal zu demonstrieren. Und die Frage ist wohl eher nicht, wie schwer es ist, sondern wie lange wird das eigentlich dauern? Und da stellt sich die Frage, wie viele Adressen gibt es denn eigentlich? Jede Adresse nutzt Zufall, also kryptografischen Zufall, das heißt etwas, was man eigentlich nicht vorhersagen kann. Es gibt keinen echten Zufall in diesem Sinne, in diesen Schlüsseln drin, aber eben Pseudo-Zufall, das heißt etwas, was wir nicht kennen, das Thema für ein anderes Video, und zwar aus insgesamt 256 Bits. Das ist eigentlich nicht viel, das ist 256 mal eine 1 oder eine 0. Das ist überschaubar. Problem ist allerdings doch, dass es exponentiell berechnet werden muss. Und das bedeutet, wir haben insgesamt 2 hoch 256 verschiedene private Adressen, in die wir einbrechen könnten. Ja, das sind dann doch relativ viele, und zwar ungefähr 10 hoch 77 Stück. Das heißt eine 1 mit 77 Nullen an privaten Adressen, die es insgesamt gibt. Zum Vergleich, wie viel man da ungefähr hat, man schätzt, dass das gesamte Universum, also wirklich alles, in diesem Universum zwischen 10 hoch 78 und 10 hoch 82 Atome enthält.
Es gibt also wirklich verdammt viele mögliche Keys und naja, sowas zu hacken oder zu finden ist dann doch nicht so wahrscheinlich. Doch vielleicht, wenn jeder Mensch Bitcoin besitzt, also wirklich jeder Mensch Bitcoin besitzt, existiert vielleicht eine Chance, dass wir mal nur einen einzigen richtigen finden. Wenn angenommen jeder Mensch 100 Bitcoin-Adressen hat, man kann sich ja so viele generieren, wie man möchte. Und auf jeder dieser Bitcoin-Adressen liegt auch was. Und das ist schon ziemlich hochgeschätzt. Ich meine, die wenigsten Menschen haben überhaupt Bitcoin. Dann hätten wir immer noch eine Chance von 1 zu 10 hoch 65 eine von diesen Adressen zu treffen. Wie viel dann drauf liegt, ist nochmal eine andere Frage. Zum Vergleich, die Chancen, dass wir im Lotto gewinnen, ist ungefähr 1 zu 14 mal 10 hoch 7. Und das ist deutlich weniger. Trotzdem hat sich eine Gruppe von Menschen zusammengetan, die diese Adressen tatsächlich berechnen, also brute forcen wollen. Und insgesamt sollen über 3 Billionen Adressen generiert worden sein in einem Zeitraum von ungefähr einem Jahr. Mittlerweile ist diese Gruppe nicht mehr wirklich aktiv. Das sind 0,00 über 60 mal 0 3% aller möglichen Adressen, die da überhaupt nur angefasst wurden. Das ist wirklich eher wenig und damit nicht so das, was wir haben wollen. Also gibt es eigentlich gar keine Lösung dafür? Gibt es wirklich keine Möglichkeit, Bitcoin zu hacken? Nun doch, tatsächlich gibt es sogar noch 4 Möglichkeiten und ich verspreche euch, dass 3 davon auch wirklich funktionieren werden. Doch zunächst müssen wir verstehen, wie Bitcoin innen drin funktioniert, also wie quasi Bitcoin gespeichert werden. Und das ist in der Blockchain. Die Blockchain speichert alle Zahlungen, die es jemals gegeben hat, in Blöcken. Deswegen der Name Blockchain. Diese Blöcke sind dann, und daher kommt das Chain, mit Hilfe einer kryptografischen Hash-Funktion miteinander verknüpft. Toll, schon wieder Krypto. Vereinfacht gesagt, um jetzt hier nicht zu tief ins Detail zu gehen, muss man durch Ausprobieren als Miner einen Wert finden, der eine gewisse Eigenschaft erfüllt. Diesen Prozess nennt man wie schon gesagt Mining und das machen sehr, sehr viele Menschen auf einmal. Mit zum Beispiel eben der neuen Nvidia-Grafikkarte. Weswegen übrigens Gamer kaum eine bekommen, wobei das nicht so unbedingt an Bitcoin liegt, sondern eher an Ethereum, aber das ist eine andere Geschichte. Die Blockchain ist öffentlich und jeder kann sie sich komplett runterladen und komplett lesen. Das heißt, jeder kann sehen, dieser Mensch oder diese Adresse hat Geld an eine andere Adresse überwiesen. Der Punkt ist allerdings, wenn diese Blockchain existiert und ich andere Werte finde, die diese Eigenschaft auch erfüllen, dann kann ich mir meine eigene Blockchain aufbauen und damit die originale Blockchain ersetzen, also einfach überschreiben und zwar für alle Teilnehmenden, nicht nur für mich. Und ja, das geht, denn nur die längste gültige Blockchain im Bitcoin-Netz, egal ob sie jetzt von einem guten oder bösen Menschen erstellt wurde, die gilt als gültig. Das heißt, nur die ist okay und man kann nicht unterscheiden, wer jetzt böse oder nicht böse ist. Das bedeutet, ich schreibe, wenn ich jetzt das mache, natürlich alles da rein und zwar, dass ich immer die neuen Bitcoins bekomme und boom, bin ich reich. Okay, was brauchen wir dafür? Nun, wir haben 2 Möglichkeiten, das zu machen tatsächlich. Und die erste Möglichkeit ist, wir zerstören diese kryptografische Hash-Funktion, von der ich oben geredet habe, mit der die Blockchain miteinander verknüpft ist. Und tatsächlich ist das gar nicht mal so abwegig. In der IT-Security wird genau diese kryptografische Hash-Funktion schon eigentlich seltener benutzt, obwohl sie aktuell noch als sicher gilt. Doch Hash-Funktionen werden unsicherer, je stärker die Computer und die Rechenleistung von denen werden. Und gerade mit zum Beispiel Quantenrechnern ist man sich noch nicht so ganz sicher, ob Quantenrechner vielleicht diese Hash-Funktion auch brechen können oder zumindest stark abschwächen können. Aktuell gibt es dafür noch keine Beweise, aber es wäre durchaus möglich, dass man da was hinbekommt. Das heißt, wenn wir jetzt Bitcoin hacken wollen, könnten wir in Quantenrechner und deren Forschung investieren und das tun tatsächlich einige, vielleicht nicht mit Bitcoin als Hintergrund, aber China ist zumindest ordentlich dran. Aber das ist auch nicht so eine aktuelle, so eine richtig schöne, greifbare Lösung. Sicher ist nur, dass Bitcoin nicht ewig so sicher bleibt, wie es aktuell ist, sofern zumindest unsere Computer immer stärker werden. Aber wir wollen was Direkteres, was Greifbares und das geht auch. Und zwar, wenn wir schneller neue Blöcke generieren für unsere eigene Kette, also unsere eigene Blockchain, als das echte, das originale Bitcoin-Netz das macht, dann haben wir offiziell die Kontrolle darüber. Das heißt, wir haben Kontrolle über die komplette Blockchain und können sagen, dass wir die ganzen Bitcoins bekommen. Und dieser Angriff ist tatsächlich auch bekannt und zwar als 51% Angriff.
da sagt der Name eigentlich schon relativ viel aus, denn es heißt, wir brauchen mindestens 51% der gesamten Rechenleistung des Bitcoin-Netzes und das über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Okay, kurze Überlegung, wie teuer wäre das denn? Also könnten wir das vielleicht machen? Nun, die aktuelle Hashrate, also das heißt, wie viel Rechenleistung in diesem Bitcoin-Netz liegt, die ist aktuell bei 150 Millionen Terahashes pro Sekunde. Das ist jetzt zum Zeitpunkt, wo ich das Skript geschrieben habe. Das kann sich vielleicht schon wieder ändern, während ich das Video schneide. Das ändert sich immer mal wieder. Aber das soll nur so ein grober Richtwert sein. Zum Vergleich, eine Nvidia RTX 3090 schafft ungefähr 10 Megahashes pro Sekunde. Das ist deutlich weniger. Würden wir allerdings wahrscheinlich sowieso nicht verwenden, denn normalerweise meint man mit sogenannten ASIC-Minern. Und die werden aktuell angepriesen mit ca. 14 Terahashes pro Sekunde. Das heißt, wenn wir uns ca. 11 Millionen von diesen Dingern holen, also kaufen tatsächlich, hinstellen und minen lassen, dann hätten wir das gesamte Netz unter unserer Kontrolle. 11 Millionen klingt eigentlich einigermaßen machbar, aber ja, es ist nicht einfach, das habe ich nie behauptet. 11 Millionen Arndt-Miner, so heißen diese ASIC-Miner, würden etwa 26,4 Milliarden Euro kosten, wenn wir uns die wirklich kaufen würden. Schade, die kann sich vermutlich Elon Musk gerade nicht so leisten. Problem wäre aber wahrscheinlich sogar noch eher, dass man keine 11 Millionen Stück bekommt, weil die Dinger ständig ausverkauft sind. Und naja, das ist nicht so angenehm. Tatsächlich gab es aber mal eine Zeit lang, wo zumindest fast diese 51% erreicht wurden, und das war im Juli 2014. Und dabei ist eine heftige Diskussion entbrannt zu der Sicherheit von Bitcoin. Das ist jetzt allerdings auch schon wieder eine Weile her und seither ist natürlich das Bitcoin-Netz extrem gewachsen. Das kam zustande durch einen Mining-Pool und dort sind dann am Ende einige sehr einflussreiche, also starke, mit viel Hash-Power minende Miner rausgegangen, weil sie eben das Bitcoin-Netz nicht in Gefahr bringen wollten. Es ist aber nichts passiert und im Endeffekt wäre es ja auch dumm für diesen Pool, wenn er da jetzt zum Beispiel sagt, hey, bitteschön, wir zerstören Bitcoin. Das will man eigentlich, wenn man so viel Rechenleistung da reinsteckt und damit auch so viel Kosten da reinsteckt, weil die Stromkosten auch recht hoch sind, eigentlich nicht haben. Okay, seither gibt es allerdings in diesem Pool sogar ein Limit, das heißt, ab 40% der insgesamten Rechenkapazität werden von diesem Pool keine Miner mehr angenommen. Das heißt, es wird einfach gesagt, so, wir nehmen dich jetzt nicht mehr an, du kannst nicht mehr minen. Ist eine interne Sache. Wenn ihr da mehr erfahren wollt, dann verlinke ich euch da in der Endkarte noch was. Okay, bleiben aber trotzdem noch 2 Hacks übrig, die ich euch vorstellen möchte. Der erste, den wollen aktuell sogar relativ viele mitnehmen, ist nämlich der folgende. Bitcoins haben keinen festen Wert. Das heißt, der Wert steigt oder er fällt auch mit dem Interesse von Käufern und Verkäufern. Das heißt aber auch, dass ein Riese wie zum Beispiel Elon Musk, wenn er da einsteigt, dann machen alle Gewinn. Wenn er allerdings wieder aussteigt, dann fällt der Kurs und das nicht wenig. Also wenn Elon Musk da wirklich wieder rausgeht, dann liegt der Bitcoin aktuell deutlich wahrscheinlich drunter. Das heißt, die Leute, die vorher reingegangen sind, vor Elon Musk, haben Gewinn gemacht und die Leute, die nach ihm wieder aussteigen, haben Verlust gemacht ohne Ende. Ja, das gilt übrigens für alle Großinvestoren für Bitcoin jetzt und das ist aktuell das große Problem meiner Meinung nach mit Bitcoin. Grundsätzlich folgt das Ganze dem Prinzip der Börse, allerdings kann Bitcoin nicht reguliert werden. Das heißt, auf einmal könnte der Bitcoin quasi um 50% hochgehen oder auch wieder um 50% runter. Das heißt eigentlich nicht wirklich ein Hack in dem Sinne, trotzdem eine Art, naja, Unzufriedenheit vielleicht. Der letzte Punkt ist allerdings ein tatsächlicher Hack, ein tatsächlicher Angriff und zwar ein sogenannter Denial of Service Angriff. Das ist das, was letzte Woche die armen Österreicher erfahren haben, als ihr komplettes Internet lahmgelegt wurde. Das ist ein Angriff, der durch einfach die schiere Menge an Anfragen ein Netzwerk komplett überlastet. Und das geht bei Bitcoin auf gleich mehrere Arten. Man kann zum Beispiel einen normalen, in Anführungsstrichen, Denial-of-Service-Angriff durchführen, der einfach alle Teilnehmer am Bitcoin-Netz mit Internetverkehr belästigt. Und zwar so lange, bis diese nicht mehr wirklich teilnehmen können am Bitcoin-Netz. Das bedeutet, ihre Pakete, die sie ins Internet rausschicken, die kommen gar nicht mehr an bei anderen Teilnehmern, weil alle überlastet sind. Dazu müssten wir uns kurz überlegen, was die größten Schwachpunkte im Netz sind. Und vermutlich werden mir hier jetzt einige widersprechen, aber ich würde sagen, die Mining Pools. Denn wenn keine neuen Coins, keine neuen Bitcoins mehr gemeint werden, also die Miner alle inaktiv sind, dann können wir das Netz wieder mit unserem 51% Angriff übernehmen oder es wird halt komplett lahmgelegt.
Diese Mining Pools sind Zusammenschlüsse von Minern, die sich nicht die komplette Blockchain runterladen wollen, weil das Ding einfach mittlerweile über 300 GB groß ist und damit etwas unhandlich ist. Und ja, sie sind etwas eine Erleichterung, was das Einkommen angeht. Man hat ein bisschen verteilteres Einkommen und hat nicht mega jetzt diese Abhängigkeit vom Glück, was es im Endeffekt auch ist. Wenn also nur die 12 größten Mining Pools überlastet sind, dann fällt die komplette Rechenleistung des Bitcoin-Netzes auf ca. 35%. Stand war ungefähr wieder da, wo ich das Skript geschrieben habe. Damit wären unsere Kosten für den Armed Mining Kaufangriff, also damit, dass wir wirklich Armed Miner kaufen, auf mehr oder weniger ansehnlichen 9 Milliarden gekommen. Immer noch zu viel? Klar, ich kann immer noch mehr Knoten überlasten, wenn ich ein großes oder sehr starkes Botnetz habe, aber irgendwann ist auch das mal nicht mehr möglich. Also selbst wenn wir jetzt das stärkste Botnetz überhaupt hätten, wäre irgendwann mal die Kapazität vermutlich erschöpft. Jeder Knoten ist wahrscheinlich nicht möglich, alle zu überlasten. Das heißt, nicht jeder Teilnehmer am Bitcoin-Netz kann vermutlich überlastet werden. Was wir aber können, und das ist jetzt tatsächlich eine interessante Variante, was wir können, ist das Bitcoin-Netz selbst zu überlasten. Und zwar mit etwas, was man machen kann. Mit Transaktionen. Und das geht tatsächlich sehr, sehr leicht. Hier ein kleines Beispiel. Wie viel würdest du ausgeben, um eine normale Zahlung per PayPal oder Visa durchzuführen? Maximal vielleicht 2 Euro. Ansonsten wird es wahrscheinlich wieder teurer als die Zahlung überhaupt. Und Bitcoin-Transaktionen kosten jetzt gerade sogar ca. $30 für eine einzige Transaktion an Gebühren. Das heißt, wenn du Bitcoin kaufen möchtest, musst du erstmal $30 reinbuttern und hast immer noch keine Coins gekauft. Und das liegt daran, dass Bitcoin nur eine feste Blockgröße erlaubt und im Schnitt nur alle 10 Minuten ein Block erstellt wird. Also wirklich, wenn man das jetzt über mehrere Stunden, Wochen, Tage verteilt, dann sind es alle 10 Minuten ein Block. Das ist völlig egal, wie viele Miner, wie viele Mining Power dahinter steckt. Völlig egal. Das bedeutet umgerechnet, mehr als 7 Überweisungen sind pro Sekunde nicht drin. Und hier können wir jetzt angreifen. Die Miner entscheiden an sich nur, welche Überweisung angenommen wird und welche nicht. Sie packen die dann einfach alle in den nächsten Block rein und finalisieren den, das heißt beenden den. Die nehmen aber natürlich die Transaktionen mit den höchsten Transaktionsgebühren, weil am Ende dürfen sie diese Transaktionsgebühren einsacken und für sich beanspruchen. Das heißt, die verdienen natürlich dann auch mehr, je höher die Transaktionskosten sind. Das bedeutet wiederum, wenn wir jede Sekunde 7 Transaktionen raushauen, einfach an uns selbst adressiert zum Beispiel und zum Beispiel 1000 Euro Transaktionsgebühr beilegen, weil wir das selbst bestimmen können, wie viel Transaktionsgebühren wir eigentlich haben wollen, dann machen wir das Bitcoin-Netz so unattraktiv zu benutzen, dass alle gehen, weil alle, wenn sie ihre Transaktionen überwiesen haben wollen, mehr als 1000 Euro bezahlen müssten. Und das wäre schon ziemlich doof und Bitcoin würde wahrscheinlich verfallen und die Nutzer würden immer weniger werden. Wäre sowas machbar? Nun, kurze Umrechnung nach einer unten verlinkten Quelle macht Elon Musk etwa 26 Millionen Dollar am Tag. Das sind umgerechnet ca. $18.000 pro Sekunde. Es wäre also durchaus machbar. Die Frage ist nur, macht sowas überhaupt Sinn? Würdet ihr das Bitcoin-Netz zerstören, wenn ihr könntet? Wahrscheinlich eher nicht. Aber andere Organisationen, etwa Personen, die dieses System gerne regulieren möchten zum Beispiel, die vielleicht schon. Doch vermutlich bleibt eigentlich die größte Schwachstelle im System Bitcoin der Mensch, das heißt der Benutzer. Menschen, die ihre Bitcoin zum Beispiel an Elon Musk schicken, weil sie denken, er wäre plötzlich ein Wohltäter ohnegleichen. Menschen, die auf dubiose Werbung reinfallen wegen einfach nur extremer Gier. Und auch Menschen, die ihre Wallets und damit ihre eigenen Ersparnisse nicht gut genug absichern vor Hackern. Denn Einbrechen bei eurem PC, das kann ich durchaus eher machen, als zum Beispiel eure Schlüssel zu brechen. Doch das ist eine Geschichte für ein anderes Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.